Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal ein kleines Nähprojekt für euch und zwar will ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach einen coolen Turnbeutel selber nähen könnt und da auch die Maße selber berechnen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für das heutige Projekt brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar habe ich hier zweimal eine Kordel, die 215 cm lang ist. Dann habe ich für die Ecken 4x4 cm, zweimal Snap-Pap geschnitten und zweimal so ein Aufbügelflicken. Es geht einfach darum, um den Stoff hinten noch so ein bisschen zu verstärken, dass der nicht ausfranst, weil wir werden da eine Öse reinmachen. Das je 2x4x4 cm. Und bei der Snap-Pap runde ich die Ecken noch kurz ab. Dann nehme ich einfach so eine Handstanze und mache hier die 4 mm Ecke. Sieht dann auch ein bisschen schöner aus. Dann habe ich auch was ausgeplottet. Ich finde es immer super für solche kleinen Sachen, einfach kurz die Joy auf den Tisch zu nehmen und mit dem iPad das kurz auszuschneiden. Das passt. Dann habe ich 2 Stücke Leder, weil es wird eine Zweiteilung geben. Unten dieses Kunstleder in Schwarz, was 40 cm x 17 cm ist. Das zweimal. Dann den oberen Teil vom Außenstoff, das sind 40 cm x 25 cm, auch zweimal, da habe ich einen Canvas genommen. Dann für oben den Tunnelzug, da habe ich zweimal 40 cm x 8 cm. Und für die Innentasche, ihr könntet auch Stoff nehmen, ich habe mich entschieden, dass ich gleich mit dem Canvas weitermache. Da 40 cm x 40 cm, das auch zweimal. Geschnitten habe ich das alles mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Und falls ihr euch fragt, die Größe vom Turnbeutel wird 38 cm x 38 cm sein. Dann brauchen wir dann zusätzlich noch ein paar Ösen für die Ecken, plus dann natürlich für die Flexfolie aufzubringen, nehme ich die Mini Heat Press und das Kissen. Und zum Nähen brauchen wir natürlich die Nähmaschine und um das hier aufzubringen, eigentlich das Bügeleisen. Ich werde aber auch gleich die Mini Heat Press auf die tiefste Stufe nehmen. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Ich nehme da einfach ein Stück Backtrennpapier, werde ich nachher auch brauchen, um hier die Flexfolie aufs Kunstleder aufzubringen, damit man da die Kanten dann nicht so sieht. Als allererstes kümmern wir uns um die Außentasche und zwar fangen wir da an mit diesen Stücken, die 40 cm je sind, 25 cm in der Höhe, die beiden, und 17 cm in der Höhe. Wenn ihr hier einen Richtungsverlauf vom Muster habt, dann müsst ihr das so vor euch legen und dann klappt ihr das so runter, so dass sich rechts auf rechts jetzt anguckt und so steckt ihr das aufeinander. Und so näht ihr das auch ab, das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt mit 1 cm Nahtzugabe, näht alles runter bis zum Ende und verriegelt da auch wieder. Das bei beiden Stücken. Wenn ihr das gemacht habt, dann klappt ihr das auf und näht hier entlang der Naht das Ganze knappkantig nochmal ab. Am Anfang und am Ende verriegeln natürlich auch. Ich werde bei dem Material das Ganze mit dem Teflonfüßchen nähen. Dann können wir uns auch gleich um oben den Teil kümmern, wo dann die Kordel durchkommt oder durchgeht. Das sind die 40 cm x 8 cm. Und da legt ihr das auf allen Seiten einmal bei 1 cm und dann nochmal bei 1 cm um.
Und so könnt ihr die 4 Seiten auch einmal abnähen. Hier einfach oben verriegeln, runternähen, unten verriegeln und das auf allen 4 Seiten, sodass unser Tunnelzug dann hier an den Enden das schön zu ist und das nicht aufgeht. Und genau die Sachen nähe ich jetzt schon mal. So, dann haben wir auch schon unseren Tunnelzug, die beiden Teile und die Vorderseite. Dann nehmen wir die Seiten von der Innentasche noch dazu. Jetzt müsstet ihr gucken, wenn ihr eine Vorder- oder Rückseite habt, dann müsst ihr das jetzt auf die Rückseite drehen. Und die müssen ja jetzt 40 x 40 cm sein. Ich habe so ein kleines Viereck, das 3 x 3 cm ist und da zeichne ich mir jetzt unten bei allen Stücken die Ecke ein und schneide die dann aus. Bei einem der Teile, wo ich das Leder und den Canvas habe, nämlich von den Außenseiten, da zeichne ich jetzt noch was weiteres ein, nämlich bei 5 x 5 cm. Mache ich mir hier so eine Markierung. Das auf beiden Seiten. Und da steche ich kurz ein Loch durch, einfach damit ich das auf der Vorderseite gleich auch habe. Nur ein kleines Löchchen, es geht nur darum, dass ich sehe, wo es liegen muss. So, auf der Innenseite nehmen wir jetzt eben diesen Aufbügelstoff und legen den so in die Ecke. Das heißt, von hier sind es 5 cm, von hier sind es 5 cm. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Und dann kommen wir dann noch zur Vorderseite. Ich mache das kurz mit der Mini Heat Press, weil ich die eher auf dem Tisch habe, dann für die Flexfolie. Das könnt ihr natürlich ganz normal mit dem Bügeleisen machen. Das wäre gar nicht nötig gewesen, weil ich sehe den Abdruck hier, merke ich gerade. Was ich hier bei den Snap-Teilen mache, ich zeichne mir das kurz an, dass ich da einigermaßen gerade dann auch nähe, weil ich doch sehr knappkantig nähen werde. Ich nehme ganz einfach eine Ahle und ritze es hier rein, dann sehe ich das wunderbar. Es geht mir einfach darum, dass ich hier so ein gleichmäßiges Bild bekomme, weil man das von außen sehen wird.
Dann nehme ich hier kurz einen Klebestreifen, um das zu fixieren, weil ich will da ja nicht mit Nadeln rein. Und platziere das quasi, ich sehe durch das Leder durch, quasi wo hinten die Abdeckung ist. Und so mache ich das hier drauf. Und die nähe ich jetzt einmal auf der Nähmaschine kurz ab, dass die hier schön drauf sitzen. Dann habe ich hier auch schon meine Ösen vorbereitet. Dann brauchen wir zuerst dieses Element plus dieses Element, um die Löcher zu machen. Da könnt ihr jetzt in die Mitte von der Snap-Up gehen, gucken, dass hier unten und oben, dass da kein zusätzlicher Stoff dazwischen liegt. Haben wir das erste Loch. Den hier können wir drauf lassen. Dann kommt noch das Plastikteil drauf. Dann kommt der Ring von unten durch. Das andere Element, ihr werdet sehen, auf der einen Seite ist es zwar rund, so ein bisschen als eine Wölbung, aber es hat keine Einkerbung. Da, wo die Einkerbung ist, die Einkerbung kommt hier drauf. Ne? Dann kommt das Runde von oben. Dann haben wir die erste Öse schon drin. Und das machen wir auch mal mit der zweiten. Der war jetzt nicht ganz hundertprozentig mittig, aber naja, der ist ja eh hinten am Rücken, ne? Passt schon. So, jetzt können wir die beiden Stücke nehmen. Speditiv rechts auf rechts. Und zwar bei beiden. Und die macht ihr fest, nur oben bleibt es offen. Und so nähen wir jetzt beide Stücke ab. Ihr fangt hier oben an, verriegeln, runternähen, verriegeln. Dann hier anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln. Dann hier anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln und alles mit 1 cm Nahtzugabe. Und das bei beiden Stücken. Was ich vergessen habe zu sagen, auf einer Seite braucht ihr natürlich noch eine Wendeöffnung. Da wir hier gar nicht so einen stabilen Stoff haben, würde ich sagen, 15 cm sollten eigentlich reichen. Das heißt, auf der Seite näht ihr oben verriegeln, runter bis hier zu dieser Stecknadel oder zu da, wo ihr es angezeichnet habt. Dann verriegeln, dann fangt ihr hier unten wieder an, bei der zweiten Nadel, da verriegeln, runternähen, unten verriegeln.
Waking up next to you, we'll be sharing our secrets, making dreams come true. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow, and my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. What a night. Can you feel it too? Girl, I won't let you go. When the sky comes alive, let's have a jolly holiday. Holiday. Let's have a jolly holiday. Holiday. Yeah. Haven't seen you in so long, though we text every day, and still my feelings are so strong. How I missed your face. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow, and my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. Can you feel it too? Girl, I won't let you go. When the sky comes alive, let's have a jolly holiday. Holiday, let's have a jolly holiday. Holiday, holiday. Dann haben wir beide Taschen auf 3 Seiten zusammengenäht und bei der Innentasche habt ihr noch die Wendeöffnung. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um die Ecken. Könnt ihr das ganz einfach anheben und die so hinlegen, dass quasi da, wo ihr ausgeschnitten habt, das liegt schön aufeinander. Dann legt ihr je eine Nahtzugabe in die andere Richtung und macht es so fest. Can't wait another year. Just talking on the phone, I'll make you feel at home. Oh, when I got you by my side. What a night. Und so näht ihr die Ecken ab. Das heißt, hier einfach Nähfüßchenbreite. Fangt vorne an, verriegelt, näht rüber. Hier gehe ich jeweils zweimal drüber. Gerade weiter und da wieder verriegeln und das bei allen 4 Ecken. Just wanna have a holiday, yeah, yeah. Let's have a jolly holiday. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr jetzt 2 Beutel haben. Hier mit den Ecken unten. Den äußeren können wir wenden. Und den Innenbeutel, da haben wir ja eine Wendeöffnung. Und jetzt geht es darum, dass wir oben den Tunnelzug noch anbringen. Ich habe den einen schon zusammengesteckt. Ne? Hier haben wir ja umgenäht, das liegt nach innen. Und dann einfach in der Hälfte zusammenlegen. Und dann habe ich in der Hälfte hier so einen Schnipser reingemacht. Das heißt, ich habe den einfach zusammengelegt und in der Hälfte hier so einen Schnipser bei beiden Teilen. Plus bei der Außentasche und bei der Innentasche auch. So dass ich hier dann eine Markierung habe und weiß, wo ich das anbringen muss. Dann nehme ich den und gucke, wo ich bei dem Beutel hier den Schnipser habe und lege den hier schön da drauf. Weil dann weiß ich, dass es schön mittig liegt. Ich mache das hier von oben kurz fest an 3 Stellen. Und dasselbe auch auf der anderen Seite.
so dass jetzt ich habe die Außentasche und außen dran ist der Tunnelzug und die Innentasche, ohne die zu wenden, stülpe ich jetzt quasi drüber. Und die mache ich jetzt auch so fest, dass natürlich hier die Seiten aufeinander liegen. Und dann die Kanten oben schön miteinander abschließen. Jetzt habe ich ja hier vom Tunnelzug und von der Außentasche habe ich den Schnipser und der muss jetzt natürlich auch auf den passen, den ich hier in den Innenbeutel gemacht habe. Und so stecke ich das auch wieder fest. Das heißt, ihr müsstet hier oben jetzt grundsätzlich 4 Lagen haben, nämlich die des Außenbeutels, die des Innenbeutels und im Sandwich innen drin ist der Tunnelzug. Riding through the winter night, thinking of my only wish. I don't need a perfect snowman. Und so nähe ich das außen einmal mit 1 cm Nachzugabe einfach ringsherum fest. Look at all the Christmas lights, how they paint this town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh, I don't want what's wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you. So, dann haben wir es hier oben abgenäht, ringsherum. Und jetzt können wir das durch die ganze Wendeöffnung ausziehen. Jetzt, bevor wir die Wendeöffnung zumachen, müssen wir die Bänder einziehen. Da nehmt ihr am besten eine Stecknadel. Und jetzt zieht ihr die durch den ersten Tunnel durch. In dem Stil, dann dreht ihr es um und geht auf der anderen Seite wieder zurück. Dann habe ich hier die so lang gezogen, dass sie in etwa gleich lang sind. Die bleiben mal so. Das nehmen wir die zweite Kordel. Und mit der geht ihr von der anderen Seite durch. Ne? Wir haben hier gestartet und jetzt starten wir hier drüben. Dann wieder blenden. Und auf der anderen Seite zurück. So, dann müsstet ihr auf beiden Seiten ein Ende haben und wenn man das zuzieht, ne, zieht sich der Rucksack zusammen. Und jetzt gehen wir mit den beiden auf der einen Seite hier unten durch die Öse durch. Ich stopfe das so ein bisschen rein. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Jetzt kann ich durch die Wendeöffnung rein
diese Enden kurz durchziehen und die verknote ich jetzt. Wirklich fest hier, ne, wenn die aufgehen, wenn die sich lösen, dann hier wirklich gut festziehen, dass das wirklich nicht wieder aufgeht, weil wenn das aufgehen würde, müsstet ihr dann nachher die ganze Innentasche quasi wieder öffnen. Der Knoten sollte jetzt eigentlich groß genug sein, dass die Schnur hier durch die Öse nicht durchkommt. Ne? Das ist jetzt innen drin. Dasselbe auf der anderen Seite. Auch hier der Knoten. Und der müsste jetzt hier auch stecken bleiben. So, jetzt haben wir hier noch eine Wendeöffnung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da eine Leiternaht machen. Ich mache das jeweils so, dass ich da einfach kurz drüber nähe. Also ich habe das kurz festgesteckt. Hier weiß ich, das ist der Anfang der Wendeöffnung, hier ist das Ende. Und hier liegen jetzt die beiden Kanten schön aufeinander. Und so nähe ich das kurz knappkantig ab. Dann ist die Tasche hier zugenäht und jetzt können wir den Innenbeutel auch reinschieben. Und jetzt, damit das hier oben auch noch schön liegt, nähe ich das hier entlang dieser Kante einmal ab, weil dann liegt die Nahtzugabe dann nach unten. Und das sieht dann schlussendlich auch noch ein bisschen schöner aus. That lead me straight to you, and though this long December night, only you can pull me through. Nothing wrong with cheers and carols, oh, nothing wrong with sleigh bells in the snow, but I'll be home for you. Da müsst ihr halt jeweils drauf achten, ne, mit den Bändeln ringsherum. Man kriegt es hin, ne? Aber die halt einfach immer so ein bisschen aus dem Weg schieben. Aber so haben wir jetzt wunderbar einen sehr robusten Turnbeutel. Aber, ne, ihr kennt mich, da fehlt noch was, ne? Hier vorne wollte ich noch einen Spruch drauf bringen. Und das mache ich jetzt auch noch. Ich mache hier hinten kurz noch mein Logo drauf. So ein bisschen Branding muss ja sein, ne? Es hilft auch gleich zu gucken, wie das Kunstleder drauf reagiert, weil per se hat Kunstleder eigentlich nicht so viel Freude an Hitze. Deshalb mache ich das vorne ganz vorsichtig. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Auf dem Schwarz, auf dem Kunstleder, ist es fast ein bisschen zu wuchtig. Ich mache das hier oben auf den Canvas-Stoff. Mal gucken, ob ich das mittig will oder rechts. Weil das Thema ist, die Tasche wird ja zusammengezogen. Ich glaube, ich mache das mittig. Immer diese Entscheidungen, ne? Won't you make my dream come true? Let's not wait another year.
Es ist wirklich auch besser, dass ich das hier oben gemacht habe, weil das Kunstleder erträgt diese Hitze nicht wirklich gut. Na, ist jetzt hier nicht so schlimm, was hinten ist und naja, passt schon. Aber so habe ich hier wunderbar den Spruch drauf und ihr seht jeweils auch, dass es richtig drauf ist, wenn ihr die Faserung oder die Struktur vom Stoff in der Flexfolie seht. Dann ist sie richtig drauf. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr einen super robusten Turnbeutel selber nähen könnt, auch noch super stylisch, ne? Mit dieser Aufteilung, unten Kunstleder, oben Canvas, einen coolen Spruch drauf. Auf der Rückseite haben wir hier Snap Pap, innen drin ist es verstärkt, so dass das wirklich hält, wenn ich den anziehe, auf beiden Seiten. Innen drin derselbe Stoff oder Canvas, wie ich außen habe. Ich habe jetzt keine Innentasche hier noch zusätzlich gemacht, das reicht eigentlich für den Turnbeutel. Und dann, wenn ihr den anzieht, zieht man den einfach zusammen. Und wenn da was drin wäre, dann würde sich der ja auch so ein bisschen schöner wölben, ne? Und dann habt ihr eben hier euren Turnbeutel, den ihr über die Schulter tragen könnt. Oder, ich kenne das aus meiner Jugendzeit mit den Kitchener Taschen, dass man die dann vielfach einfach beide quasi so über eine Schulter getragen hat. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber das war es auch schon für heute. Das war die Geschenkidee des heutigen Tages. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen. Und natürlich auch, dass ihr Lust habt, sowas selber nachzunähen. Ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald!